Über das Thema möchte ich sprechen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mit Wolfgang Ischinger, Herr Präsident des Stiftungsrates der Münchner Sicherheitskonferenz, jetzt bei mir im Studio. Willkommen, Herr Ischinger, hier bei Welt. 75. Geburtstag, den feiert man normalerweise richtig opulent und groß, aber den meisten Damen und Herren dürfte wohl wenig zum Feiern sein, weil es gibt viele, viele Herausforderungen in der NATO. Aus Ihrer Sicht, welche ist aktuell die größte? Naja, die größte ist, wie dieses Bündnis in den kommenden Monaten, Jahren vielleicht, mit dem Thema Ukraine, mit dem Thema Russland umgeht. Ich füge aber gleich hinzu, ein zweites Thema, was eigentlich nicht ein NATO-Thema ist, überschattet diese Fragen. Das ist die Frage des richtigen oder falschen Umgangs mit China. Das ist nicht eigentlich ein Thema, nicht wahr, der NATO, aber China und Russland muss man ja strategisch im Gesamtkontext sehen. Deswegen ist das auch im Hintergrund sicherlich Gegenstand vieler Diskussionen bei diesem Gipfel. Wenn Sie das ansprechen, was droht denn aus dieser Achse China-Russland? Denn das ist ja das, was Sie meinen. Also vom Prinzip sicherheitspolitisch gegenüber als Gegenpart möglicherweise zur NATO. Also vor einem halben Jahrhundert, in den 70er Jahren, ist es den USA, Henry Kissinger, und seinem Chef Nixon gelungen, China und Russland auseinander zu dividieren und eine Öffnung gegenüber China zu orchestrieren. Das hat über Jahrzehnte auch ganz gut funktioniert. Jetzt erleben wir, und ich kann nur sagen, ich bedauere das zutiefst, jetzt erleben wir, dass es in der amerikanischen Außenpolitik kaum ein Thema gibt, in dem sich links und rechts und Republikaner und Demokraten so einig sind wie in der Feindschaft, in der Konfrontationspolitik gegenüber China. Das ist natürlich, das ist vielleicht verständlich, vielleicht auch nachvollziehbar, ist aber in der Frage, wie kann man Russland und China möglicherweise wieder ein kleines bisschen voneinander trennen, nicht gerade hilfreich. NATO-Ausrichtung perspektivisch, gerade mit Blick auf die Wahlen im November in den USA. Zwei Szenarien gibt es. Entweder die NATO wird geführt durch demokratische Hand oder durch republikanische. Was von republikanischer droht, das wissen wir, wenn man die Aussagen von Donald Trump hört. Aber was wird dann aus der NATO? Also ich bin da nicht so pessimistisch wie manche Kommentatoren in den letzten Tagen. Also ich kann mich an NATO-Gipfel erinnern, in denen die Lage weit depressiver zu sein schien als aktuell. Ja, wir haben eine schwierige politische Führungssituation in den USA, einen unklaren Ausgang der amerikanischen Wahlen. Wir haben viel Kritik an dem Gesundheitszustand von Joe Biden. Aber ich bin auch nicht der Meinung, dass man die Alternative, also eine mögliche Wiederwahl von Donald Trump zum Präsidenten, jetzt dämonisieren muss. Also das würde schwierig werden. Das würde auch im NATO-Kontext schwierig werden. Aber vergessen wir es nicht. Es war Donald Trump, der als erster amerikanischer Präsident tödliche Waffen, wie die Amerikaner sagen, lethal weapons, an die Ukraine lieferte. Also es ist ja nicht so, dass der einfach sagen würde, tschüss, Ukraine, jetzt macht euren Dreck alleine. Ja. So ist es ja nicht. Er will vor allen Dingen, dass wir Europäer einen größeren Anteil an diesen Lasten tragen. Und das ist für mich nachvollziehbar. Und da haben wir im Augenblick natürlich große aktuelle Themen. Ein größerer Anteil an der Belastung. Und dann muss ein Boris Pistorius, der bundesdeutsche Verteidigungsminister, vor die Presse treten und sagen, ja, ich hätte gern 6 Milliarden mehr gehabt. Bekommen habe ich etwas über 1 Milliarde. Das tut dann schon weh. Ihnen auch? Es tut weh. Ich bin da voll auf Seiten von Verteidigungsminister Pistorius. Der hat eine Bundeswehr, die von diesem Minister zu Recht erwartet, dass er seine Ankündigungen nicht einfach nur wiederholt, sondern dass er sie umsetzen kann und dass seine eigene Fraktion, dass die Mehrheit im Deutschen Bundestag ihm folgt, ihn unterstützt. Das ist jetzt eigentlich misslungen. Das ist nicht gut und es ist vor allen Dingen nicht nur schlecht für die Bundeswehr, es ist auch schlecht für die Außenwirkung. Gerade 2 Tage oder einen Tag vor dem NATO-Gipfel, es ist doch klar, dass die Kritiker in Washington
die Frage aufwerfen werden, ja, was ist jetzt mit der Zielerreichung durch Deutschland? 2% des Bruttoinlandsprodukts, das haben wir jetzt gerade mal mit Ach und Krach hingekriegt. Aber was ist denn in 1, 2 Jahren? Ist das dauerhaft finanziert? Antwort, leider nein. Und daran werden sich neue Elemente des Drucks aus Washington und vielleicht auch viel transatlantischer Ärger aufbauen. Darf ich noch einen anderen Punkt ansprechen? Das leidige Thema, wie halten wir es mit der Ukraine? Die Frage wäre jetzt auch gekommen, Mitgliedschaft bzw. weitere Unterstützung. Weil auch da hat man ja den Eindruck, dass das bröckelt so ein bisschen, weil man sich nicht genau sicher ist, wie lange geht der Krieg noch, wie lange wollen wir das aushalten, wie lange wollen und können wir noch unterstützen. Also ich will dazu 2 Dinge sagen. Erstens zeigen ja die jüngsten russischen Angriffe, einschließlich auf das Kinderkrankenhaus in Kiew, dass Russland offenbar wirklich kein Pardon kennt und auch weiterhin nicht zurückschreckt vor Angriffen auf zivile Objekte, einschließlich in diesem Fall grauenhafterweise auf ein Krankenhaus. Wo bleiben die roten Linien, die wir, der Westen, Russland gegenüber zieht? Warum sind wir nicht imstande, der russischen Seite zu sagen, wenn diese Angriffe auf zivile Ziele nicht aufhören, dann werden wir eben in den kommenden Monaten doppelt so viel liefern. Dann liegt es an euch, mit was ihr auf westlicher Seite zu rechnen habt. Ihr könnt selber entscheiden. Hört auf mit diesen zivilen Angriffen auf zivile Objekte oder nicht. Die Folgen tragt ihr selbst. Der eine Punkt. Der andere Punkt. Ganz kurz noch, wir müssen dann. Ja. Der andere Punkt nur ganz kurz. Die Frage der NATO-Mitgliedschaft, die jetzt viele, viele Diskussionen verursacht hat. Da will ich nur ganz als Praktiker der Außenpolitik sagen. Wir haben ein Bündnis von 32 Staaten. Es ist vollkommen ausgeschlossen, dass eine Einladung an die Ukraine problemlos durch die Parlamente dieser 32 Staaten gehen würde. Das heißt, jeder, der praktische Erfahrung hat im Bündnis, wird sagen, um Gottes Willen, lasst die Finger davon, eine offizielle Einladung an die Ukraine auszusprechen. Wir kriegen das nie durch alle Parlamente. Selbst wenn 29 zustimmen oder 30, wir brauchen Einstimmigkeit, dann wird es immer noch 1 oder 2 oder 3 oder 4 geben, die das nicht machen. Und dann haben wir Putin auf dem Silbertablett ein kleines Geschenk serviert. Das wollen wir doch nicht. Wolfgang Ischinger, danke für das Gespräch. Danke Ihnen.